Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, heute wird die neue Generation Einsteiger-Helis eingeleitet, und zwar mit der neuen Yuxiang F119S MD500 GPS. Warum ich das so meine, habt ihr bestimmt schon im Vorspann gesehen, denn diese MD500 ist, soweit ich weiß, der erste Einsteiger-Heli mit Cockpitausbau und man kann hier sogar noch alle 4 Türen aufmachen. Natürlich hat auch diese MD500, wie der Name schon sagt, GPS und Höhensensoren verbaut und kommt RTF in diesem schicken Alukoffer. Wie das Modell im Detail aussieht und was sie sonst noch alles zu bieten hat, seht ihr natürlich alles ausführlich hier in diesem Video. Und ich habe mir für Weihnachten, dem Fest der Liebe und der Geschenke, eine ganz besondere Verlosung für euch ausgedacht, bei der ihr etwas richtig Geiles gewinnen könnt. Und zwar, ich hole es mal kurz, diesen Goosky E2 in der BNF-Version. Da das für mich jetzt aber auch schon ein sehr hochwertiger Gewinn ist, gibt es eine etwas besondere Voraussetzung, um diesen Goosky E2 zu gewinnen. Was das genau ist, erfahrt ihr natürlich wie immer im Laufe des Videos. Also legen wir am besten sofort los. Let's go! Ja, wir haben hier auch wieder den Alukoffer mit dabei. Finde ich immer sehr cool, wenn er da drin geliefert wird, denn hier kann man den super transportieren und auch aufbewahren. Den mache ich mal eben auf und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was alles mitgeliefert wird. Da haben wir natürlich als allererstes wieder die Bedienungsanleitung, hier einmal auf Englisch. Dann haben wir in meinem Fall 2 LiPo-Akkus dabei im Hardcase, und zwar ein 3500 mAh 3S LiPo. Wieder hier mit Zeitlock-Anschluss. Wir haben hier wieder den einen Ausschalter mit den 4 Status-LEDs und einen zusätzlichen 5-Volt-Anschluss für eine zusätzliche Lampe zum Beispiel. Zum Aufladen benötigen wir natürlich auch noch dieses Ladegerät hier und noch die Ladeschale, die können wir hier anschließen. Und natürlich auch ein Netzteil, das ist aber auch dabei. Auch wenn wir hier einen China-Anschluss wieder haben, keine Angst, wir haben hier auch noch einen EU-Adapter dabei. Das heißt, wir können auch in der EU die Ladegeräte benutzen. Dann haben wir natürlich auch wieder die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Hier die ganz normale Yuxiang GPS Fernsteuerung, die man ja so von den anderen Helis her kennt. Die zeige ich euch natürlich nachher noch etwas genauer. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Zubehörteile, und zwar als erstes einmal die beiden Landegestelle. Die müssen wir gleich noch an den Heli montieren. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Hier drin befinden sich die Ersatz-Hauptrotorblätter, ein Ersatz-Heckrotorblatt und noch die Anbauteile wie Raketenwerfer und Kanonen. Und dann haben wir hier noch eine weitere Tüte. Hier drin befinden sich 3 Schraubendreher und noch ein paar Schrauben für das Landegestell nachher. Und dann haben wir last but not least natürlich die schicke Use MD500 hier in schwarz. Und die würde ich sagen, zeige ich euch jetzt gleich mal etwas im Detail und wir machen das Landegestell noch dran. Ja, die Montage des Landegestells ist eigentlich ganz einfach. Hier müssen einfach nur die Füße auf die inneren Bolzen aufgeschoben werden. Das ist an manchen Stellen etwas fummelig. Man muss hier und da ein bisschen rumdrücken, dann lassen die sich aber aufschieben und dann müssen wir beide Seiten mit jeweils 2 Schrauben festschrauben. Zum Glück werden hier auch Torx-Schrauben verwendet, denn die lassen sich hier sehr gut einschrauben. Auch die Montage der Raketenwerfer, Raketen und MG ist ganz einfach, denn die werden einfach nur hier vorne auf die Stümmelflügel aufgesteckt. Damit ist dann auch die Montage von Landegestell und Zubehör abgeschlossen und die MD500 ist komplett und jetzt bereit, um mal einen näheren Blick drauf zu werfen. Ja, wir haben hier diesmal ein richtig cooles Modell, auch wieder mit sehr vielen Details. Und was wir hier als Alleinstellungsmerkmal haben, ist, dass wir hier diesmal einen Cockpitausbau drin haben. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass wir hier alle 4 Türen an der MD500 öffnen können. Also wirklich alle Türen auf der linken und auch auf der rechten Seite. Die haben hier so kleine Griffe dran, die muss man verdrehen und dann kann man die Türe aufmachen oder auch wieder verschließen. Dadurch kann man hier auch wunderbar auf das Cockpit gucken. Das ist hier jetzt natürlich nicht Superscale ausgebaut und wir haben hier auch fast alles in matt schwarz. Aber wir haben auch hier vorne die Fußpedale eingebaut und auch die Sidelight-Sticks für die Taumelscheibe. Und das Cockpit-Panel ist hier mit einer Instrumentenfolie beklebt worden. Also ich finde, für die Größe des Modells ist der Cockpitausbau schon richtig klasse geworden. Die neue MD500 ist auch von der Größe her was ganz Besonderes, denn wir haben hier ein Modell in der 250er Größe, beziehungsweise haben wir hier einen Maßstab von 1:16. Und wenn wir uns die mal hier im Vergleich zu den beiden anderen MD500 angucken, ist sie, wie man sehen kann, auch nochmal deutlich größer. Wir haben hier auch wieder richtig viele Nieten auf dem Rumpf verteilt. Und auch von der Größe her finde ich, dass sie sehr gut zum Maßstab passen. Auch das hintere T-Leitwerk ist schön Scale ausgeführt worden. Das Landegestell ist jetzt zwar ganz gut geworden, ist aber auch relativ schlicht gehalten und nur komplett schwarz. Und leider wurde hier vorne an den Kufen keine Beleuchtung eingebaut. Die ganze MD500 ist hier auch komplett matt schwarz lackiert worden. Und wir haben hier noch 2 Decals auf jeder Seite drauf, die auch sehr sauber angebracht worden sind. Das Schöne ist hier auch, dass wir hier keine Modellbezeichnung oder Firmenbezeichnung aufgedruckt haben. Das macht den Look der MD500 noch ein bisschen scaliger. Hier oben auf der Seite haben wir noch eine kleine Antenne sitzen. Scheibenwischer haben wir hier allerdings nicht mit dran. Aber hier oben haben wir noch einen Cable Cutter angebracht. Links und rechts haben wir, wie eben schon gesehen, die kleinen Stummelflügel mit den Raketenwerfern, Raketen und auf der anderen Seite noch die MG dran. Das sieht doch ganz cool aus, wie ich finde.
Die Scheiben sind hier natürlich diesmal klar ausgeführt und nur leicht getönt, sodass man auch hier auf das schöne Cockpit gucken kann. Alles andere wäre hier natürlich auch Blödsinn. Auch diese MD500 hat hier wieder einen 5-Blatt-Rotorkopf verbaut. Hierbei ist das Rotorkopf-Zentralstück aus Aluminium, die Blatthalter allerdings aus Kunststoff. Die Taumelscheibe ist hier auch teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Metall gefertigt und die Hauptrotorwelle besteht natürlich komplett aus Metall. Angetrieben wird der Rotorkopf bei der Größe natürlich von einem Brushless-Motor im Direktantrieb und auch der Heckrotor wird hier über einen Brushless-Außenläufer direkt angetrieben. Die Taumelscheibe wird auch hier wie so oft von 3 kleinen Servos in 120 Grad Anordnung angesteuert. Hier oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine Status-LED und auch eine Scale-Beleuchtung haben wir hier angebracht. Und zwar vorne einen sehr hellen Landescheinwerfer, links und rechts an den Stummelflügeln die grüne und rote Positionsleuchte und hinten am Ende des Heckauslegers haben wir noch eine rote LED. Wie anfangs schon erwähnt, haben wir hier auch wieder ein GPS-Modul verbaut und zusätzlich haben wir auf der Unterseite noch einen optischen Höhensensor und einen zusätzlichen LiDAR-Sensor. Da bin ich auch echt mal wieder gespannt, wie die sich bei diesem Modell im Flug verhalten. Hier vorne auf der Unterseite kommt dann auch wieder der Hardcase-Akku rein. Den muss man hier wieder einschieben und dann bis beide Klipse einrasten runterdrücken. Die MD500 hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 430 mm, eine Länge von ca. 490 mm und ein Abfluggewicht inklusive Akku von 700 Gramm. Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten. Und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei. Da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. Das ist im Grunde aber ganz einfach. Ihr müsst nur vor dem Anschalten einmal die Mode-Taste gedrückt halten, dann den Sender anschalten und dann alles wieder loslassen. Dann stellt der Sender sich automatisch um, entweder von Mode 1 auf Mode 2 oder eben von Mode 2 auf Mode 1. Und diese Einstellung wird dann auch dauerhaft gespeichert, bis ihr die Prozedur wiederholt. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode, das heißt hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS-Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus
2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermodus 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Zum Kalibrieren des Gyros den Heli ebenfalls wieder auf eine gerade Fläche stellen, bei Mode 2 den linken Stick nach oben links und den rechten Stick nach unten rechts legen. Dann blinkt die Status-LED kurz mehrmals, danach leuchtet die LED wieder entsprechend dem eingestellten Flugmode.
Am Ende natürlich auch hier ein kleines Fazit. Zum Scale-Look gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich finde es richtig cool, dass man jetzt auch endlich mal ein Cockpit eingebaut hat. Auch wenn es jetzt nicht super Scale ausgebaut ist, aber trotzdem ist es richtig cool geworden. Auch, dass man hier die Türen aufmachen kann, finde ich richtig cool. Der Rest der Optik ist ja mittlerweile schon fast Standard mit den ganzen Nieten und den kleinen Details. Sieht aber auch hier alles richtig schick aus. Auch hier mit den kleinen Scharnieren an den Türen hat man richtig schön umgesetzt. Das Einzige, was man noch hätte machen können, wären hier vorne an den Kufen die Use-typischen LEDs. Aber gut, man kann ja nicht immer alles haben. Fliegerisch gibt es jetzt auch nicht viel auszusetzen. Sie fliegt stabil, nicht besonders agil, aber lässt sich sehr gut steuern. Und gerade für Anfänger, denke ich mal, ist das gar nicht so verkehrt. Alle Flugmodi funktionieren, aber was soll auch nicht funktionieren? Es ist ja mittlerweile fast überall die gleiche altbewährte Technik verbaut. Was mich etwas gestört hat, aber auch jetzt nicht wirklich tragisch ist, dass die MD500 beim Hochfahren der Motore sehr laut aufheult. Das hat natürlich mit den Resonanzen im Rumpf zu tun. Da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob das jetzt nur meine macht oder ob das jetzt bei allen so ist. Aber sobald man etwas Pitch gibt, ist das auch sofort weg. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei eurer USE 500 so ist. Und was hier etwas fummelig war, ist die Fixierung des Akkus. Hier muss man gut darauf achten, dass der Akku richtig drin sitzt und wirklich beide Hebel eingerastet sind. Sonst kann es wirklich passieren, dass der Akku im Flug einfach rausfällt. Denn leider ist bei mir zumindest die Passgenauigkeit der Gegenhaken nicht ganz optimal, dass es nicht ausreicht, den Akku einfach nur reinzudrücken, sondern man muss wirklich die Hebel bewusst nach außen drücken, damit sie auch wirklich einrasten. Wenn man das weiß, ist es aber auch kein großes Problem. Man muss halt nur darauf achten. Aber trotzdem ist die neue F119S ein richtig cooles Modell geworden. Jetzt kommen wir zu meiner Spezialverlosung. Wie eben schon gesagt, könnt ihr einen nagelneuen Goose E2 gewinnen und ihr müsst auch wie immer nur das Video unten kommentieren. Was ihr genau schreiben müsst, schreibe ich euch wieder ganz unten in die Videobeschreibung rein. Aber da es ja doch ein sehr hochwertiger Preis ist, werde ich den Gewinn diesmal erst auslosen, wenn das Video mindestens 10.000 Klicks erreicht hat. Trotzdem werde ich auch in den Spielregeln ein Enddatum bekannt geben, damit die Verlosung im Zweifel auch nicht ewig läuft. Also ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit und ich wünsche euch viel Glück. Dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder mit dem Video. Link und Rabattcode zum Heli steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wer noch nicht hat, gerne meinen Kanal abonnieren. Am besten noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und fürs Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.